Jawohl, Legend of Defendia. Defendia! Wir waren ja gerade in Low Grass. Aber sagst du das? Ich habe mich eingeloggt und instant ist das Schiff zurück. Also es ist tatsächlich so, wenn man das Schiff losschickt, bevor man Pause macht, irgendwie kommuniziert das Ding mit der externen Uhr und findet raus, dass man einen Haufen Zeit verdudelt hat oder so. Ja. Alter, schau mal, wir haben alles gefunden in dem, Dingsmeer hier. Dann gehen wir zu der Insel. Forschungslevel ist zu niedrig. What? Warum bieten es mir dann diese scheiß Insel noch, wenn mein Forschungslevel zu niedrig ist? Scout ship setting sail. So. A pendant. Nothing of any worth to me. Ein roter Juwelenanhänger. Ich wüsste jetzt aber nicht, zu welchem Tales of das Ding ist es. Referenz. Aber es wird irgendein Tales of geben, da ist irgend so ein Anhänger das wichtigste Ding überhaupt. So, du bist Controller 2, gell? Jawohl. Was müssen wir machen? Finde eine Taverne. Ich schätze, da wo das Tavernensymbol ist, da ist die Taverne. What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry. Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Wer kocht denn irgendwas für eine ganze Woche? Ja, vor allen Dingen Velvet, ist es... this Mabo curry is amazing. Also ich hoffe mal, die meinen da nicht den Reis, weil Reis kannst du nämlich nicht so lange stehen lassen. You get along so well. Is he your brother? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifrid's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Information such as that? Ist mein It Essen won't zu come laut, cheap. das wo ich gerade esse? Nee. Hört man gar nichts? Oder I hört man have so here a list of höre nichts. jobs, not one remotely legal. Wenn Take du care nichts of hörst, all hören of andere them, ja nichts. and I'll tell you what you want to know. Ich hab nicht gerade leckeres Mabo Curry. Okay, welchen Auftrag möchtest du machen? Das darfst du aussagen. Okay, man könnte jetzt sagen, der Reihe nach, aber wir sind Chaos, Zerstörung und Rebellion. Das heißt, fangen wir doch mal hinten an, einen Hinterhalt verhalten. Ja, der mal hinten Oder war das zu vorhersehbar? Hätten wir eigentlich die mitnehmen sollen? Nein, das passt schon. Vereinte einen Überfall auf die Königliche Medizinische Gesellschaft. Ja, dann machen wir das. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie? Oh? Was that not the name you gave to the guard at the gate? I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail,
Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Sehr gut. Right. You're missing Captain Eifried. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Die Szene mag ich voll gern. Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think? No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength. Real strength. And I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all? Is that so wrong? Ja. No. Aber diese I'm the komischen same. japanischen Schüsseln, die sind übel. I need lächerlich. Da ist doch allies on nichts my drin, side, oder? with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. Wer trinkt denn aus so But anyone who's Unterteller? willing to put up with the creed folly of Eifried's pirates has to be an even Naja, bigger Japaner fool than vertragen we halt ganz are. viel. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd Mir fällt kill grad you if she was heard auf, that, was you ich know. toll find. Und zwar, dass in dem Ohrenglas und dass ein Rest Schnaps drin ist. It's a compliment. Fools that big aren't Ja. born every Dass sie day. da drauf geachtet haben. Aha. And I imagine your dear Willst du ein Captain bisschen sinnloses Eifried's Wissen? much the same. Immer. Weißt du, ob die Nein. Sakeflaschen so ausschauen? That man flies his full Ich hab flag keine Ahnung. proudly. Sake entsteht, indem man es in Kürbissen vergoren lässt. Und die Kürbisse haben diese Form. Ach, das ist einfach aus dem Kürbis raus. Ja. Ist ja geil. Was mich auch freut, ist, wie sie sich dann gegenseitig an den Schnaps teilen. The Das ist shepherd eine wahre Artorius, Männerfreundschaft. He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Magilo ist mein Lieblingscharakter. Und zwar von alle Tales-of-Spiele kombiniert. Die ist einfach voll gut. A kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. But to think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best.
You'd better work hard too, if you want more Mabo curry. I will. Eine Woche lang. Macht es in irgendeiner Form Sinn? Es klingt ja so, als wenn es ober super krass war. Aber in Wirklichkeit ist einfach nur ober super bescheuert. Kellner spielen. Na, danke. Da hab ich keinen Bock drauf. Wenn du mal das Kellner spielen machen möchtest, sagst du es dann, gib mir dann Kontakt. Ja, ne, lass mal. So, somebody means to ambush the Royal Medical Society on the Danan Highway. The Royal Medical Society is a group of doctors that travel around healing the sick. They're funded by donations given by ordinary folk. Why would anyone attack them? Don't ask me. Some people are just twisted. And why would an underworld group defend them? Who knows? Something to do with the attackers, perhaps? Weißt du, was auch so irgendwie total beliebt ist in so Spielen? Warum? Ein Arm ist irgendwie anders, ist irgendwie special. Generell, diese unsynchrone Art ist immer wichtig. Ohraugenklappe, ohrkaputter Arm. Das ist, die Velvet hat ihren Monsterarm, der Rokuro hat einen schwarzen Arm. Sogar in dem neuen Zelda hat Link einen schwarzen Arm. Das trifft man relativ häufig in so japanischen Rollenspielen. Da wird es bestimmt da irgendeine Legende geben von irgendeinem so Mönch oder sowas, der wohl hier, keine Ahnung, auf einem Arm irgendeine komische Krankheit hatte oder so ein Scheiß und der ist dann, keine Ahnung, weil er sein Chi so krass kontrollieren kann, ist aus dem kranken Arm dann der mega starke Superarm geworden oder irgend so ein Schmarrn. Irgendwie sowas gibt's da bestimmt. Ja. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorias' speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorias to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got 2 younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse, they hang with a bad crowd. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak. I see. So everyone's hopes are riding on him then. Which means Midgand's vulnerable without him. Aber weißt du, was ich geil finde? Ah, er ist so ein guter König, er hebt den anderen hoch und lässt den regieren. Ah, wie gut, was für ein guter König. Und ich denke mir, was für ein super König, der nicht einmal ein Königreich besitzt, das er regiert. Ja. Das ist halt einfach so die mega schlaue Idee. Hey, ich hab's. Wir geben einfach sämtliche militärische und weltliche Gewalt einfach mal in die Hände der Kirche. Was soll da schon schief gehen? Was soll da schon schief gehen, oder? Ja. Aber was das geil ist? Der Typ hier, die sind alle so fasziniert von dem, weil er hat das Talent, die leiseste Laute der Welt zum Spielen. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich gleich was das sage. Das Spiel hat einen Blödsinnsfilter und Banjo-Musik hat ein Hausverbot. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich gleich was sage oder ob ich mir erst hinstelle. Nicht, dass das laut wird, wenn man sich daneben hinstellt, weißt du, und dann hört man tatsächlich die Gitarre. Schau sie dir an. Diese Jugendlichen hier. Nichts tun, rumstehend. He may be the shepherd now, but no one knows who he was before the Advent, or what he did. No, they don't. But he showed up one day with a mallet in tow, routed the demons, and formed a band of skilled young exorcists. That sounds pretty suspicious. Right? But the kingdom readily acknowledged his abilities and his conviction, and threw its full support behind him. Maybe he plans on usurping power for himself. Not likely. He's worked tirelessly to rebuild the church and state, and to shore up the royal family's position. Lining his pockets from the state coffers, then. Not the slightest chance. Rather, he's got all the other higher-ups worried he's working himself to death. Then what's he after?
Maybe there is no ulterior motive. Maybe he is our shepherd. Whatever the case, if he hadn't shown up when he did 3 years ago, Midgand would be a smoking ruin. Ist der Shepard! Liegt nicht falsch. Niemals könnte irgendwas tun mit irgendwelchen Hintergedanken. Alter. Hier kann man keinen Schritt gehen, ohne dass hier gleich wieder... Greetings, Magilou's menagerie. You've come to exactly the right place. You must be a Bloodwing. What do you want? You already know about the Code Red demons, right? The really strong demons the Abbey wants gone? Yeah. Would you ever consider hunting them down for us? We'll reward you properly. Reward? Why pay us when the Abbey would do it for free? It's complicated. The Abbey is calculating in their deployments, especially where Code Red demons are concerned. I get it. They'll only act if they determine the demon would cause more harm than the losses they'd incur in battling it. That does seem logical. But sometimes people have lost a loved one to such a demon. Or sometimes they have a connection to the person the demon used to be. Wherever there's a Code Red demon, you can bet there are people willing to pay good money to have it killed. And let me guess, that's where the Bloodwings come in. Exactly. There are Bloodwings all throughout Midgand who have information on these Code Red demons. If you defeat a demon and report back to my comrades, they'll make sure you're well compensated. All right, I understand. But I won't make any promises. That's fine. No sense in drawing up a contract when the hunter probably won't survive anyway. If you get results, let us know. We'll hold up our end. That being said, I'd feel guilty if I didn't help out at least a little, so... Here, take this. Those Bloodwings are definitely a rough crowd. To be fair, things are never that straightforward when you're dealing with demons. All that matters is that there's something in it for us if we hunt those Code Red demons. The only thing better than fighting formidable foes is getting paid for it. Just remember that these Code Red demons are tough enough to make the Abbey shiver. Ich liebe japanische It would be Rollenspiele. wise not to underestimate them. Aber sie We should talk to übertreiben's those manchmal ein bisschen Bloodwings before considering any of the marks. They might have information that will help us prepare. Yeah, and we better remember to upgrade our... Right. Ja, ist ja gut jetzt. Steffi? Wir machen die Hey, Laphicet. Karte. What is it, Rokuro? Mabo curry. Huh? Oh, You're an interesting one. You like Mabo curry that much, huh? it smells good. And it's creamy and kind of spicy. Eating it made me feel nice. I'd say you love it then. Do all Malakim have such an appetite? Each has their own tastes. Some eat a lot, some eat a little. Mein Just like Witzel hat humans schon are noch mehr demons. glücklich gemacht. What do you like, Aizen? Drinks, I suppose. What else? Pretty much just drinks. Don't you like anything else? Is it a problem if I don't? No. I'm just wondering. For me, it's drinks and candied sweet potatoes. That's where you boil strips of sweet potato in oil and then coat them in sugar, right? Die sind so geil auf Yeah, dem I never get tired of them. So you like to drink, but you've also got a sweet tooth? Yeah. Is that so strange? No. Candied sweet potatoes. Sounds good. Event. There's nothing to be ashamed of. It's just a sign that you're alive, remember? Right. Ich wette da in den Studios, wo die Tales of Hersteller sind, gell? Ich wette, da gibt's keine Kantine. Das konnten sie sich nicht leisten früher, weil die Spiele halt einfach nicht AAA an und so, weißt du? Und deswegen sind die immer ultra hungrig zur Arbeit gekommen. Wir können eben die Karten machen. Ich kann doch normal irgendwie ja Karten aufmachen, oder nicht? Ah, haha, hat bloß eine halbe Stunde gedauert. Okay, also da unten ist unser Ziel.
Aber irgendwo ist ja noch das Stufe Rotviech, oder? Schauen wir mal, ob es in der Richtung irgendwie ist. Wenn das für die okay ist. So, ich glaube, das war sogar da in der Nähe von dem Stern. No escape! How's that? You're wide open! Let's go! Du kannst ganz normal spüren, oder? Passt das? Ja. Let's go! No escape! No escape! No escape! Ja, lass uns ein bisschen abhalten, damit es wieder mehr hintereinander mag. Das ist mir auch gerade passiert, da ich am Starten bin und nicht mehr da No escape! You're wide open! Your Da müssen wir style uns is wieder really darum wundern, dass wir wieder mehr Just wait until I pull out the good Tales of stuff. Defendia. Ja, mehr Defendia. Ich habe aber wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich hab gleich am Anfang meinen Special-Schuss rausgehauen. Den darf ich aber nicht beim ersten Gelegenheit raushauen. Let auf. Ja, das passiert mir auch ganz oft, da ich aus Versehen sofort mein Ding mache. Also ich glaube, das Stufe Rotmonster war bei dem Stern sogar. Ja, es schaut so aus, als wäre hier nur so ein Lager, wo es gar nichts gibt. Haben wir schon 99 Stück? Dann müssen wir welche verkaufen bei nächster Gelegenheit. Weil die Münzen waren ja für nichts anderes gut, als wir das, was verkauft hast. Ja. Ja. Ich guck bloß noch kurz, was in der Tasche da drin ist und dann gehen wir zum Monster und zum Auftrag, oder? Jo. No escape! No escape! Hold up! Let's go! How's that? Hurricane! Let's go! I'll stop you! No escape! Let's go! How's that? You're wide open! You're wide open! Come on, really? 57 Gold, jawohl. Okay, bis auf die Kisten ist es hier wohl relativ klar. Da drin können wir nicht hin. Da sperren die ab. Dann gehen wir nur schnell unter die Brücke, weil da ist... Haha! Hey, weißt du das noch? Wenn du früher gedacht hast, dieser Plot hier mit dem Zinnobererz und dem komischen Zeug, der war voll wichtig und so. Ja. Und dabei haben sie den, glaube ich, nur eingebaut, damit man irgendwas zwischendrin zum da hat. Und damit, und so als Referenz an Systeria, wo die ja danach quasi dieses Elixier haben. You're fighting the Reaper! Da hab ich mich damals voll gefreut, dass du da so die Dinger aufgeteilt hast. No escape! Da haben wir gedacht, You're wide open! No escape! Let's go! How's that? Deception! Let's go! How's that? Go 2! You're wide open! No escape! Let's go! See this? Battle you got! Let's go! For 3! See this? Good! I'll stop you! Killing flash! When I'm this close, I won't miss! Form 0! Thunder! One down! ja, die haben wir ja auch noch, gell? Let's go! Hold stop! No escape! See no escape! We're finished here. Let's go. Panzerspalter, ui. Immer mal kurz gucken, was das ist. Der ist hier nicht dabei, also ist das ein neuer Skill. Schneidet die Gegner mit schnellen Kombinationsangriffen. Dann ist es besser, wenn ich das vorm Ding mache. Warte mal. Als erstes mal den Panzerspalter. Dann hau ich den Gegner weg. Und dann schieße ich ihm hinterher. Ich muss das jetzt kurz im Kampf ausprobieren, okay? Looks like you wanna die. No escape!
Let's go! See this? Let's go! No escape! Let's go! One. No escape! Let's go! No escape! Victory is ours. Den Skill, den man da für die Schlangen kriegt, weil sie kriegt ja immer unterschiedliche Skills, gell? Wenn sie da so auf den Boden haut und da der Boden so gelb aufbricht, dann finde ich voll super. Den mag ich voll gern. Wir haben irgendwas nice gekriegt. Ich glaube, dass du eine nice Art gelernt hast. Na, doch nicht. Ah, er hat was nice gelernt. Bist du noch da? Ja. Ich will nur keine Knöpfe drücken, während Menüs da sind oder Sequenzen. Achso, ja. Weil ich sonst irgendwas versau oder abbreche. Oh oh. Was Musik? Hey! Get out of our way! That there! That's our food! No escape! Stop! Let's go! Give it up! Also wir haben zwar... Let's go! Wir haben zwar besser als die sie zur Wände verwandeln, aber besser haben sie da nicht. Let's go! How's that? No escape! Let's go! You're wide open! Who wants no escape? You're wide open! No escape! Let's go! How's that? So the attackers were demons. I guess that's why they needed us to stop the attack. The doctors? Looks like they ran off. It appears they were after this stuff. Medicine with the cathedral seal. That scarf, did that belong to the attackers? Yeah, all three were wearing them. Stuff. Does it mean something? They were just demons. Aggressive ones who attacked the innocent. Geh gleich weiter. Ich muss ganz schnell was machen. Was sehr professionell und überhaupt nicht kindisch ist. So wie ein Topf aus Schlicker. Okay, weiter geht's. The job is done. Time to leave. Ich glaube, auf der großen Fläche da im Nordosten, da ist, glaube ich, der rote. Meinst du auf der anderen Seite? Ja. Oder meinst du, der kommt hier, sobald wir hier einmal rausgegangen sind? Dass der quasi jetzt... überprüfen. Weil ich glaube, dass der bloß deswegen nicht hier ist, weil ja gerade eben das Storyzeug da war. Und wenn wir jetzt dann raus und wieder reingehen, dann haben die ganzen Sachen hier weg. Und dann latscht der hier rum. Also, ich denke, da ich mich da quasi gerade erinnern. Hey! Scheiße, die erste blöde Katzenkisten, die wo wir nicht aufmachen können. Scout ship setting. Ah, jetzt habe ich es auszusehen schon wieder ins selbe Ding abgeschickt. Kannst du abbrechen. Ging das? Ah ja! Okay. Scout ships. So, was war's? Jetzt kochen wir mal schnell was. Hey, wir können ab jetzt Mabu-Curry kochen. Piratenfischplatte. Also Oh, hast du gesehen, was da in dem Mabu-Curry drin ist? Nee, warum? Was ist da drin? Was ist denn da? Dabanjiang. Das ist, glaube ich, so eine Art Fisch, aber Tofu ist definitiv kein Fisch. Tofu ist scheiße. Naja, jetzt gibt's erstmal Piratenfischplatten, würde ich sagen. This will do. Try some. Was haben wir jetzt da für einen Buff? Verlangsamung minus 40%.
Ah, okay. Vielleicht müssen wir erst die Mission abgeben oder so. Oder aber er ist wirklich in dem anderen Bereich drin. Ich will jetzt nicht eine von die Flaschen hernehmen, wenn die Stadt genau am Bildschirm weg ist, gell? Ja. Always ready to No fight. escape! Let's go! How's that? Let's go! How's that? No escape! Let's go! No escape! Let's go! Not good! No escape! Let's go! Let's go! Not good! No escape! Deception! Ready to die? Think you can dodge? Just Ah, sehr gut. perfect mayhem! No escape! Die Stank daraus das Game, ha? Let's go! No escape! No escape! Unarmed? Hardly. These are deadly weapons. Fuck. Mir war es das entwickelt, was wir gekriegt haben. Ah ja, du hast einen Standardangriff nein dazu gekriegt. 5 vor 12. So wie 5 auf die 12. Kennst du das? Ja. By the way, those folks we just passed were talking about us. What were they saying? They were warning each other to be careful, talking about the demons that burned down Helives and destroyed the Seagate Fortress being near the capital. Considering how bold we've been, everyone's still fairly calm about it. We'll be famous soon enough once we kill the world's savior. Sounds like that could get fun. Fun? Why? The people trying to capture us will put prices on our heads and put up wanted posters everywhere. Depending on who draws the likenesses, each portrait can look completely different. You know what I'm talking about, right, Eisen? Aye. I've seen dozens of pictures of myself. Some make me a monster, others make me a handsome youth. It's fascinating, really. I hope I get a poster soon. Then do your best to really stir things up. Right. I'll stir everything up good. Ja Mann, komm, wir gehen in den Kindergarten und... Aber ich finde das cool, weil die Tales auch haben doch immer so Dinger hier, so Gaudi mit einer Dingsy. Fahndungsplakate. Ist es noch da? Jetzt ist es weg. Ah, da ist es wieder. Well, we've learned one thing coming to the capital. The Abbey and Shepherd Artorias have expanded their power immensely. They might as well be the Empire now. They have the undying support of the populace. The Shepherd, savior of humanity. I wonder what he meant by the blessings of the Empyrean Innominat. That's what they call the gods they worship in church, right? The Empyreans? He promised a lot in that speech. But can he really command such a power? I have no idea. Not even we Malakim know of them beyond the stories and legends. He called Innominat the Fifth Empyrean. There should only be 4, one ruling each element. Is he talking about a new Empyrean? Have you heard anything Laphicet? Sorry. I don't know anything about this. It doesn't matter. We should be careful about taking his words at face value. The man is no saint. He'll stop at nothing to achieve his aims. But there's no way he could have a god at his beck and call. Don't underestimate the Abbey. Trust me, I'm not. That's why I'm using the Shadow Guild to help us hunt them down. And to make sure that I kill him. Wir sind in einem japanischen Rollenspiel. Natürlich hat der keinen Gott, oder? Aton ist voll super. Jeder findet jetzt Aton toll. Das sage ich jetzt so. Ich nenne mich auch gleich Aton. Ist es eigentlich nach Echnaton alles unter den Teppich gekehrt worden? Ja, der war irgendwie nicht so ganz beliebt mit seinem Aton und danach haben sie ihn, da sind sie irgendwie wieder zurückgegangen zu den alten Sachen. So, die verrückte Periode ist um. Kehren wir das mal alles unter den Teppich. So, dann verkaufen wir mal die
Ah ja, schau. Und diese Sachen hier, so wie diese Seemonster-Materie, das braucht man nicht für Waffen. Das ist nur zum Verkaufen da. Deswegen kostet es auch gleich so viel. Genauso wie ein Trockenfisch, glaube ich, kann man nicht in Waffen rein da. Bei den Erzfragmenten dem zeigt, da bin ich mir nicht sicher. Aber Ja, Muscheln das hat brauchen wir alles nicht so in ein... Waffen, Pilze brauchen wir nicht in Waffen, den Kack brauchen wir nicht in Waffen, die Münzen brauchen wir auch nicht in Waffen. Ja, was willst du sagen? Ich glaube, das Sackerl war alles safe zum Verkaufen, oder? Meinst du das? Guck nochmal durch. Wir haben doch Materialien bestimmt da. Ob die ein anderes Symbol haben. Ja, du hast recht. Materialien schauen anders aus. Ja, du hast recht. Alle Sackerl sagen, schmeißen wir weiter, weil das ist alles gutes Gold. Warum soll man das nicht umsetzen in Gold? Schau mal, 5000. Kann ich mal gleich mit Zucker kaufen. Oh, ich habe ihn verkauft, statt gekauft. Okay. Jetzt kaufe ich Zucker! Hier das Stück! Haut Zucker in die Fresse. Kaufen wir mal für alle Sachen, wo wir nur 0 haben, mindestens 1. Zwecks, weißt du? Was? Wie teuer ist denn das denn? Alter, Tofu ist mal schweineteuer. Also Mabu Curry gibt's mal nicht so schnell. Edeltofu. Ich kaufe jetzt eins, dann können wir uns einmal Mabu Curry machen. Für den Fall, dass wir den Buff mal irgendwie braten oder so. Aber das war's. Da hat der Laffy-Set Pech gehabt. So, jetzt schauen wir mal. Gibt's hier irgendwie Ausrüstung, die man wechseln müssen? Erdring gemeistert. Also, sie hat alle Ringe gemeistert. Bei dir der Wasserring. Dann gibt's jetzt einen Erdring. Bei Jan Basta ist. Gut. Dann zwingen wir alles, was wir zu oft haben. Und ja, aber guck auch auf die Attribute, ob die vielleicht besser zum Anziehen sind und nicht nur zum Lernen. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ich werde sowieso eins von jedem Ding mindestens überlassen, dass man immer eins hat zur Not, weißt du? Da Erdring haben wir ja zum Beispiel 2, der hat Verteidigung, der hat nichts, deswegen schmeiße ich den weg. Oder zerlegen halt, weißt du? Ja. Die Kalzitstiefel lasse ich mal, weil die haben plus 5 Angriff, das ist vielleicht auch nicht so viel. Plus 18 Angriff sogar, also plus 23. Echt? Wie kommst du da drauf? 5 als Fähigkeit und 18 als Attribut. Ach so, ja, die Attribute habe ich gar nicht mitzahlt. Aber die Attribute sind bei beiden Stiefel gleich. Ich habe jetzt bloß auf die zufällige Fähigkeit geschaut, die wo quasi... Hey, ich meine nur, dass wir da nicht aus Versehen mal was weghauen. Mhm. Gut, dann der mal aufwerten, was wir haben. Naja, mit denen bin ich gleich fertig, glaube ich. Die werde ich jetzt nicht extra aufwerten. Achso, man sieht ja den Balken, siehst du das? Der ist unter dem Büdel von der Figur angezeigt. Ja. Ja gut, dann rendiert sich das schon, die zweimal aufzuwerten. Sodass die halt mindestens plus 1 oder plus 2 haben. War das nicht mega das schlechte Ding? Warum? Wer weißt du das? Der Bernstein-Armreif. Du hast ja bloß 1. Und du sollst ja das lernen, was der kann. Ja, aber du kannst gerne das Armband ein bisschen hoch pushen. So.
Weil das Armband, das macht Damage wie Sau. Also für Bosse sollte ich das Armband anziehen. Oh. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht checkt, dass wir hier 2 Armbänder haben und eins davon besser ist als das andere. Das ist halt tatsächlich so gemacht, gell? Wenn du Zeit legst, kriegst du mehr Sachen außer, als wir drin sind, weißt du? Deswegen ist es sinnvoll, die ein bisschen hoch zum Leveln, weil du kriegst quasi mehr Klumpen außer, als du beim Hochleveln eingesteckt hast. Also ein bisschen eine komische Mechanik, aber so schlecht finde ich es gar nicht. Ja, also ich glaube, du kriegst das nur zurück, was du reingesteckt hast. Du kriegst, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht. Das testen wir mal. Also, ich tue jetzt hier in die Kampfstiefel einmal Bernsteinfragmente rein. Und dann nochmal 2-mal, also haben wir 3 Bernsteinfragmente, okay. Okay. Und wenn wir jetzt auf Sling gehen. Achso, weil die Dann ausgerüstet kriegt man 3 Bernstein. Ah ja, genau. 3 Bernstein, einmal lindernde Flüssigkeit und einmal grobes Härtungspulver. Was wir nicht eingesteckt haben vorher, weißt du, Mann? Und das unten drunter. Wahrscheinlich 1 Bernstein weniger. Und die normalen, was geben die? Nur lindernde Flüssigkeit und Bernstein. Also Bernstein verbrauchen wir, um das aufzuleveln. Wir kriegen schon, ohne dass das überhaupt aufgelevelt ist, eine Sache mehr aus, als wir eingesteckt haben. Weil die lindernde Flüssigkeit haben wir ja quasi nicht zum Verbessern einigung, gell? Ja, aber wir machen kein Plus an Bernstein. Weil wenn wir die 2er verkaufen, kriegt man 3. Und 3 haben wir reingesteckt, um es auf 2 zu Aber der Bernstein ist scheißegal. Das Bernstein ist kein besonders gutes Auflevel-Ding. Aber dieses grobe Härtungspulver ist was man gut brauchen kann, was man viel braucht. Deswegen kriegt man auch nur so wenig außer, weißt du? Hm. Also, es ist wirklich so. Man kriegt mehr raus, als man reinsteckt. Es rendiert sich schon, die Sachen, die man nicht braucht, so auf Level 3 oder sowas aufzuleveln und dann zum Zerlegen. Weil man halt dann eben, weißt schon, eben dieses grobe Härtungspulver oder anderes Zeug kriegt. You're good at what you do. I'm impressed. Was der jetzt sei? Zerstörung! There's still more to do. Destroying red crates in a warehouse? Doesn't sound very nice. Have we ever been nice? I suppose not. This is a contract job, Wir fangen jetzt so let's damit keep costs down. Nicht so sein. I'll call the Von Eltia and have her draw the guards away. If you would. What will we be destroying? Who knows? That's hardly our concern. Wen interessiert's, oder? Ja. Medizin für die Kinder. Oder Kinder für die Medizin. Also gerade dieses grobe Härtungspulver, das weiß ich heute noch von meinem eigenen Durchspielen, das ist was am ständig abgeht, was? Ja. Jetzt hier ein Video? Nee. Oh, aber Schmatz. It's a history book titled The Rise and Fall of Midgand. About 800 years ago, our continent was conquered by a military force from another continent. Few records exist of the following 500 years. A period known as the Era of Darkness, or the Dark Period. Then 300 years ago, a great hero named Claudin Asgard reunited the kingdom, bringing an end to the Dark Period. Claudin, huh? Where have I heard that name before? Alter, das ist All sehr right, gut, das Video. that's enough for today. Thanks for teaching me, Arthur. Your techniques are so amazing. Where did you learn them? They came from my own master, a man named Claudin. He developed them himself. Wow!
They're so graceful. I wish I could move like that. I've taught you the forms, but for some reason your execution deviates from the ideal. Well, my body just kinda moves on its own. You're a handful, Velvet. But I will say you do resemble Claudin some. He was a strange person himself. He always wore this peculiar cape, for instance. Cape, you say? Deep down, Claudin was strong like fire, vivacious like water, steadfast like earth, and free like wind. I can't help but admire him to this day. Wow, I'd love to meet him. Sadly, that's impossible. Is he... dead? Yes, he is. He died to protect me. That's why No way. The events recounted in this book happened 300 years ago. It can't be the same Claudin. Velvet, are you okay? I'm fine. Don't mind me. King Claudin was quite strong, wasn't he? He was more than just that. He's the most well-loved and trusted king in our history. Or so the book claims. To this day, all of Midgand's rulers claim to be direct descendants of King Claudin Asgard. Knowing that, there might be meaning behind them bestowing Artorias with the grandiose title of Shepherd. I could see it as an attempt to recreate the same glory enjoyed by the Hero King who ended the Dark Period. If that's true, it's a childish ploy. The world's not so easily changed. I wouldn't be so sure. What matters is that the title inspires hope in the people, who in turn give him their support. Then, as their shepherd, he can guide his flock in any direction he pleases. If Artorias knowingly accepted that title, we can be sure he's fully committed to his cause. Oh, he's certainly committed. I've seen just how far he's willing to go. Ich hab doch Systeria gespielt, gell? Mhm. Erst vor kurzem. Und die labern die ganze Zeit über die Dark Period, die Area of the Gods und die Zeit von King Claudin. Aber irgendwie hat man nie so eine Ahnung, wann was passiert sein soll. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, das hier, wo wir jetzt gerade spielen, das ist die Era of the Gods, oder kurz davor. Du kannst dir ja sicher erinnern, warum. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wann haben die anderen Zeiten, diese Dark Period und wann war dieser Claudin unterwegs. Und dieses Video gerade, das war gut, das hat mir das gerade sehr bewusst gemacht wieder, wie hier die zeitliche Einteilung, sag ich mal, ist. Haben sie ein bisschen Korrektur gemacht, dass die Leute die Geschichtsbücher besser verstehen. Ja, ich meine, es ist ja immer nur der Ray und der Miklio, die drüber schmatzen. Und kurz bevor man irgendwas Interessantes erfahren, kommt raus und sagt, ihr Nerds, hört's auf. Ich warte nur, wenn ich No escape! Not good! No escape! No mercy! Wounds that won't heal! Carved into flesh! Lethal pain! Next! Ah, nein, das ist nicht Pain. Alter! Wieso bin ich im Eimer? Ich frag mich auch grad. That was pathetic. No escape! No escape! I'm dead! You're wide open! Who wants it? No escape! No escape! I'm Ja gut, wir sind jetzt zwei Gegner gleichzeitig reingeklappt. Das geht ja jetzt anscheinend, weil die Liga verlieren jetzt. Jetzt sind wir das Und nicht mehr in zwei Gegner gleichzeitig. Kennt man nicht bloß mehr Viecher, sondern dann sind die auch von die Werte her stärker. Und ich schätze... Ja, aber ich glaube, es zeigt sich einfach, dass ich schon zu lange das alte Zeug anhab. Ach, Quatsch. Also wenn mir Tales of Vesperia 1 gelernt hat, dann ist es, dass neue Rüstungen fast gar nichts bringen im Vergleich zu den alten. Aha. Was ist das? Wo man vorher mit der Papierrüstung gegen die Assassinen kämpfen muss, ganz allein.
Und dann kommt so und dann gehst du in den Laden und er so, hey, ich habe hier so eine Stahlrüstung, falls du die kaufen möchtest. Aber schau, dieses Mistviech ist nicht hier. Das ist tatsächlich irgendwo anders anscheinend. Ich war mir jetzt aber auch sicher gewesen, dass das der Ort ist, wo das Mistviech ist. Meinst du, man muss erst mit so einem Typ reden, um das zum Aktivieren oder so? Keine Ahnung, also ich war mir ziemlich sicher, dass das im Nordosten ist. Naja, da können wir auf jeden Fall auch noch hin, wenn wir die dritte Mission machen, spätestens. Ja. I'll end this quickly. Ja. No escape! Let's go! Let's go! No escape! Let's go! Eat it! Eat it! No escape! No wide open! No escape! Who wants some next? No escape! Wide open! No escape! Let's go! No escape! Aber wenn wir Come on, einmal... really? Das war doch auch gefährliches Treffen, oder? Das war jetzt viel schneller vorbei. Aber wenn man einmal seelenmäßig ein bisschen mehr hat... Ja, das war ja nicht angesammelt. Move it or die! Das ist jetzt nur von hinten und keine mehreren Gegner. Ah, okay. Aber trotzdem, wenn du einmal Seelenanzahl erhöht hast, dann macht das hier ganz anders. Eat it! No escape! No escape! Victory is out. Alter, ich hoffe, die scheiß Waffe ist bald aufgelevelt. Wie lange braucht denn der Mist noch? Ja, das ist halt typisch RPG-mäßig. Du kriegst halt nach jedem Kampf eine bestimmte Anzahl AG oder wie auch immer die was. Und nur wenn du noch viele hast. Are we ready for No this? escape! Let's go! How's that? You're wide open! No escape! Können aber wertlos über die Papier und No escape! No escape! Let's go! You're wide open! No escape! No escape! Good. Hurricane! No escape! Let's go! How's that? No escape! Hurricane! Du musst mal aufhören, die in unseren Rücken reinrennen zu lassen. Aber du hast gesagt vorhin, vorher. No escape! No escape! You're wide open! No escape! Aber das ist auch so ein Doppelspiel wieder. Alter, jetzt ist der Burhi. Eventuell ist das nicht unberechtigt gefährlich. You're wide open! Eat it! How's this? No escape! Wenn man am Anfang ein paar Seelen zum Rauswerfen hat, dann ist es auch schnell vorbei. I'd forget about it if Wenn I man aber were erst you. 2 Seelen aufbauen muss, dann ist es doof. Wie weit ist denn der Scheiß? Ach, Und du dann ist Schande. besonders weit. Und was lernt man da nochmal? Windangriffskraft plus 4%. Willst du keine Windangriffskraft haben? Möchtest du lieber das Ding haben? Ne, lieber das Armband. Weißt du was? Mir ist es wurscht, das ist dein Charakter. Schau mal an, ich kann ja selber Ausrüstung machen im Kampf dann, oder? Ja, genau. Das darfst du jederzeit machen. You're fine. Weißt du was? Die Ausrüstung von deinem Typ, die verwaltest du komplett allein. Das einzige, was ich mache, ist zeigt Sling oder zusammenbauen, okay? Und einkaufen. Aber stimmt, du kannst ja im Kampf das so bestimmen, wie du Lust hast. Also von dem her, mach das, wie du Bock hast. Weil am Ende ist mir das wurscht, ob dein Charakter das Zeug gelernt hat oder nicht. Der muss nicht alles lernen. Wir müssen hier keine 100% Sache machen, wo man wirklich jeden Scheiß gelernt hat. Weil wenn wir das vorhaben, dann müssen wir 10.000 Liegst du da irgendwie rum? machen. Nein, ich mach gar nicht. Der Controller liegt ganz woanders gerade. Hast du dir mal einen neuen Controller gekauft?
Kennst du nicht mit dem Konzert irgendwann zu das der Controller, der macht gerne mal Bugs. No escape! Hold up! No escape! Deception! No escape! You're wide open! Vielleicht waren jetzt diese... Hold up! Hold up, you! Go! Hurricane! Hold up! For three! Go! See that? Eat it! Hurricane! Hurricane! Deception! No escape! No escape! Hurricane! Well then, let's move on. Na gut. Gehen wir in den Hafen, schauen wir, dass wir die 3 Sachen hier fertig kriegen, oder? Ja. Ich habe jetzt echt keine Lust für die nächsten 50 Kämpfe. Immer noch eine Waffe zu haben, die 40 Schaden macht, wenn ich alle mit 100 Schaden im Inventar habe. Oh, du darfst nicht sagen, wie ich Final Fantasy 9 gespielt habe. Ja, es ist ja okay, wenn es funktioniert, aber wenn es nicht mehr funktioniert, ist es nicht mehr okay. Aber dass du schnell gestorben bist, hatte jetzt nicht mit deiner Angriffskraft zu tun, sondern eher mit deiner Verteidigungskraft. Ja, pass auf, wenn ein Gegner tot ist, nachdem ich ihn angreife, kann er mich nicht mehr hauen. This recipe looks real tasty. Scout ship. Also ich kann jetzt nicht abstreiten, dass du eine gewisse... also du verkaufst dann das schon gut. Nix nice. Wir kaufen mal nochmal ein paar Trinkerl, für den Fall, dass die wieder umhauen. Nicht, dass du wieder einen Schwächeanfall hast. Aber hey, immerhin, du bist... der Bur ist auch einmal umgefallen, also von dem her... bist du in etwa so widerstandsfähig wie der kleine Bur. Nectar is a powerful nutritional supplement, but it's also addictive. So only medical professionals are permitted to make it and prescribe its use. But lately, black market nectar is being moved around in huge quantities. Black market. Are you selling? Don't be ridiculous. I am an honest merchant. Then again, demand for it is probably huge. Besides being highly nutritional, it is also highly intoxicating. Look at the age we're living in. I don't blame people for wanting an escape. You think so? I think a good drink is far better. What's peculiar about the whole thing is the Abbey. They could put a stop to it easily if they wanted to. Anyway, no one knows who's making it or how it's getting around, but good citizens shouldn't touch the stuff. Got it? Ich konnte schon verstehen, wie du damals gedacht hast, dass das irgendwie so mit zusammenhängt, gell? Wenn man hört, die Abby kann es verhindern, aber tut's nicht. Du, ich habe eine Theorie. Schau mal, wir haben jetzt, ich habe 2 SA, der Bur hat 1 und der Ding hat auch 1. Jetzt übernachte ich mal gucken, ob die dann voll haben, weil ich glaube, dass das auffüllt. Ja, die sind voll dann. Weil das ist schon geil, das heißt nämlich einen direkten Mystic-Art-Einsatz, wenn man braucht. Zumindest erinnere ich mich so, dass die dann immer voll. Genau, richtig. Ich war mir nicht mehr sicher, weil wie gesagt, die Wirkung vom Übernachten zwischen Systeria und Berseria ist unterschiedlich, weißt du? Bei Systeria hast du ja nicht dieses Seelensystem, sondern da hast du ja immer diese feste Leisten gehabt, mit dem, wie viele Angriffe du machen kannst. Und die ist mit der Zeit immer weiter abgeschrumpft und deswegen musst du mal irgendwann übernachten, damit die wieder voll werden, weißt du? Und hier im Kontrast dazu füllen sie die SA auf, was ich viel nützlicher finde, um ehrlich zu sein. Weil wer will nicht gern SA haben, oder? Ja, Mann, SA. Die kreischende Viper. Ah! Ja. Das Viech, was da rumgelaufen ist, was war eine Art großer Riesenaff, oder? Aber der ist hier nicht drin. Stattdessen ist hier das Ding dabei. Also der kommt erst noch quasi, dieser Dämon, der wo da umeinander läuft, wo wir gesagt haben. War vielleicht gar nicht so schlecht mit der zum Reden, vor allem weil wir ja ihr Geld gekriegt haben, gell? All right, the guards are gone. Let's move in. Benwick and the crew did a fine job. Aber bevor wir hier alles anzünden, der wir vorher noch alles klauen. Red crates. These must be our targets. The seal of Midgand Cathedral? Should we look inside? There's no need. Burn Aber them, das Moffy said. sind Okay. schon ein Haufen, ha? We're done here. Let's go.
That storm caused too much time. I must report to Lord Artorias as soon as possible. It's you! Bei so einem Rollenspiel gibt die gleichen Regeln wie bei Comics haben. Ja. Eleanor Wir ohne irgendeinen Fight. Was habt denn die für was? You won't get away this time! You really want to fight, don't you? Hurricane! Killing flash! When I'm this close, I won't miss! Form zero! Thunder! No escape! Destruction! No mercy! Wounds that won't heal! Also ich glaube, wir werden schon gefilmt. Weil das Ready to die? Think you can dodge? Just try! Perfect mayhem! Weltmeister im Frauenschlag. No escape! Ich hab auch gerade so einen Frauenschlag-Spruch im Kopf gehabt. Wide open! No escape! Geniale Menschen denken halt gleich. Ja. Willing to fight without your Malakim? No! You set the storehouse ablaze? Aber nur so ein bisschen. People have worked so hard to withstand this time of crisis. How can you destroy what they have so painstakingly built? Because I'm not human. You'll pay for this, you demon! More Malakim up her sleeves. I will protect you, Madam Eleanor! Come and face me now, demon! He's adorable. Am I? Ooh, I found you at last. That bad voice! Bienfu, you traitor! You'll never leave my clutches again! Not her! No! What are you doing? Get out there and fight! Hey, look! Is that smoke? It is! Fire! Aber nur ein bisschen. The fire has spread enough. Let's get going. You're coming with us. Let me go! Witch nippers! Madam Exorcist! What happened? Oh, you're badly hurt. I can wait. Gather the people and put out that fire. Yes, madam. Dein Tell Malakim me, gibt's auch nicht do so you gut. know what was being kept in that warehouse? Ja, interessiert wohl niemanden. Mostly nectar, I believe. Vast stores of the medicine, provided by High Priest Gideon, to be distributed to doctors across the land. Medicine given by the church. Why would anybody destroy it? Ach, ich liebe dieses Spiel, Alter. Sowas so nice. Oh, guck mal, du kannst Steinlanze machen. Normales Ignizid. Statuskrankheit. Ja, okay. Whew. Looks like we're in the clear. Misfortune and anguish! I had that little turncoat right in front of me! Well, at least now I know where to find him! That weird little Moloch was the one you were looking for? The very same. The Moloch Bienfu! A creature of unfathomable wickedness and beguiling cuteness who broke the heart of this wretched maiden! Once I finally catch him, who knows what I'll be capable of? Not sure I get it. Me neither. Good. Pray that you never do. Das sagen die Weiber Let's zu mir go einmal, back and da report our begeile- success. Oh, wir sind schon 5 Minuten über der Aufnahmezeit, die normalerweise mal machen. Ich tu mal kurz speichern. Jawohl.